Alrighty then, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget auf EU8 mit einem kleinen Gildenvergleich. Und vorher machen wir noch zwei Sachen. Erstmal gucken wir so ein bisschen in die Ehrenhalle rein. Also was mir auf diesem Server definitiv nach wie vor auffällt, ins Auge sticht, ist, dass wir hier echt eine sehr variable Auswahl an Charakterklassen haben. Also es sind alle dabei, was natürlich auch daran liegt, dass hier viele sehr starke Battle Mages auch mitspielen. Aber es wird nicht wirklich krass durch den Moniger dominiert. Und der Necromancer ist auch gut vertreten. Wie auch der Magier, also gefühlt in Klassen sogar hier in der Top 30 relativ weit vorne. Geht man nochmal runter, bleibt das Bild eigentlich ähnlich. Ja, also entweder es ist der Necromancer oder halt der Magier auf diesem Server in den Top 50. Und der Server ist hier, also es sind viele Leute im Level, gar nicht so weit auseinander. Also Leute spielen jetzt schon Dungeon Pause hier, deshalb wird sich das jetzt gar nicht mehr so schnell ändern. Der Server wirkt im Nachhinein noch stärker, als er sich angeklungen hat. Und es liegt jetzt nicht nur an Freedom. Statt jetzt würde ich sogar sagen, es ist definitiv der Fall, dass der Server stärker ist als EU9 und vielleicht auch stärker als EU7, gerade mit dem Verfall ein bisschen von Apple Pay. Aber das ist jetzt nur mein Eindruck. Ja, hier geht natürlich nochmal besonderes Shoutout an Schafe, der sich nochmal hat lumpen lassen und bei mir ein Paket geholt hat für 100 Euro. Vielen Dank nochmal dafür, Schafe. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach einmal in die Gildenübersicht. Und eigentlich würde ich schon so starten, wie es denn wirklich aussieht in-game. Freedom auf der 1, All That Matters auf der 2, Himmelskrieger auf der 3, Ehrenhallentechnisch 70 Punkte vor Necropolis und die wiederum vor dem Stammtisch. Es gab aber da schon teilweise auch Verteidigungen vom Stammtisch gegenüber anderen Gilden, die auch gewonnen wurden. Das Ganze ist sehr knapp. Vielleicht habe ich es geschafft, da einzuspielen, vielleicht nicht. Tut mir leid, falls ich es nicht geschafft habe. Und ansonsten sehen wir hier auf jeden Fall auch Namen, die wir vorher schon gesehen haben. Was natürlich hier ein bisschen fehlt, ist der Vergleich zu vorher. Deshalb gucken wir gleich nochmal in unsere Liste rein. Aber es sind auch neue Namen dabei und alte nicht mehr da. Lusitanos zum Beispiel, neu oder zumindest vorher nicht in meiner Liste drin gewesen. Und Black Friday hat es auch wieder reingeschafft. Und ja, ein paar Gilden sind wirklich weggefallen, die wir nicht mehr sehen. Oder beziehungsweise ein paar Gilden haben wir in der Liste, die derzeit nicht in der Top 30 sind. Aber ich sag mal, die Ehrenhalle-Punkte, die sind noch wirklich ganz knapp. Also Sadistik und Sons of Licious zum Beispiel. Wobei ich sehe, dass Sons of Licious gerade 48 Leute nur noch sind. Ich weiß nicht, was da los ist. Ein paar Gilden haben halt auch ein paar Probleme. Und die Limerick-Legenden, ja, irgendwann schaffen die es auch noch rein bei mir in die Liste, befürchte ich. Da haben wir auch die aktuelle Liste, erstmal die alten Werte auf der Seite und auch nach Rang sortiert innerhalb meiner Liste. Hier auch die neuen Werte und ich habe jetzt halt auch hier hinzugenommen, wie viel Hall of Nights Prozess drin ist, nicht FOF, was habe ich da geschrieben, mein Gott, Hall of Night Prozess ist. Und ja, wenn wir mal von unten durchgehen, Sons of Leeches, muss ich mal reinschreiben, 48 Leute, wahrscheinlich die Ritterhalle jetzt schlechter, also die muss ich mir mal markieren, die haben wohl Probleme, wie es aussieht. Darüber die Gilde Sharnavasi hat einen guten Level-Progress gemacht, ne? Wir sehen, Gelb hat auch Hall of Night gut performt, in der Hall of Night, in der Hall of Fame haben sie verhältnismäßig nicht ganz so viel gemacht, aber das sind auch noch Gilden, die teilweise noch die Raids vielleicht gemacht haben. Also ich habe ja die Raids jetzt nicht mehr aufgenommen, weil es nicht mehr ganz so interessant ist. Und Monat Limit hat sich auch gehalten, wenn auch nur 49 Leute. Black Friday, wie gesagt, neu hinzugekommen. Und Sensitive Resort, die hatten auch mal Probleme. Das sieht okay aus. Dungeon Hunters, die haben auf jeden Fall ein Problem. Die haben zwar auch mehr Punkte als vorher, also hier ist ein Prozess da, ja? Aber halt auf der Seite nicht. Also gefühlt sind da ein paar Leute weggegangen und ein paar ähnlich gute oder etwas schlechtere hinzugekommen. Dann Lusitanos, nicht verwundern, hier steht zwar Minus drin, aber ich habe einfach vorher Ready for War drin gehabt und die hatten höhere Werte.
Deshalb können wir Lusitanos jetzt nicht bewerten vom Durchschnittslevel her, aber sind sie im Moment am schlechtesten von diesen ganzen Gilden. Also von Hall of Night sind sie okay. Mal sehen, wie sie sich einbringen können. Malora-Truppe ist eine Truppe, haben viele Punkte gemacht in der Hall of Fame, aber irgendwie auch hier im Level nichts vorgegangen, nur in der Hall of Night. Das heißt, da mussten auch Spieler ausgetauscht worden sein. Und ja, das liegt ja immer daran, die Scheiße fängt oben an. Die sind wahrscheinlich ein Teil davon bei besseren Gilden oder eben weil die auch Spieler bräuchten oder die sind inaktiv geworden. Das kann natürlich auch passieren. Dann haben wir Zebats Quad mit 49 Leuten zum zweiten Mal. Die waren vorher schon mal 49. Ansonsten haben sie aber Progress gemacht. Wir sehen auch vom Level her 16 ist gar nicht so schlecht, ne, wenn zweitbeste Wert 21 im Schnitt ist. Wir hatten ein XP-Event, aber ansonsten waren gar nicht mehr so viele Events. Außer, wir hatten Neujahr und XP, muss man sagen. Aber trotzdem, die Leute können ja nicht mehr einfach so leveln bei so einem Durchschnittslevel. Ne? Da geht nicht pro Tag 5 Level, geht nicht mehr. Nur noch, wenn man Low-Level-Char ist. Tablover Patrola, dann kommt The Brave. Ja, da sehen wir auch von den Werten her vielleicht hier ein bisschen schwächer als die anderen. Aber das kann sich noch ziehen. Sie haben nach wie vor unter 600 Hall of Night Punkte. Kann eben sein, dass sie in der Hall of Fame gegen solche Gilden vielleicht noch durchgereicht werden. Ich weiß es nicht. Kann es nicht einschätzen. Gummibärenbande darüber hält sich. Ja, Sharks and Stuff hat ordentlich Level gemacht. Gute Hall of Night. Auch hier guten Wert bekommen. Fast Top 3. Ne? Also die waren ja beim letzten Mal auch relativ neu erst dabei. Hier, ja, die haben Ausrufezeichen gesetzt. Die sind jetzt hier bei Rang 18. Ja, auch in der Hall of Night da weit oben dabei. In der Hall of Fame meine ich. Legions kommen dann, die müssen jetzt als erstes gegen sie ein bisschen antreten, aber auch die hatten einen guten Wert hier. War der Etoys beste Levelwerte geschafft, wenn auch nur mit einem Durchschnittslevel mehr, ne? Das ist alles sehr knapp. Trotzdem sieht es sehr gut aus. Giacovice auch insgesamt nicht schlecht dabei, aber eben viele Punkte in der Ehrenhalle gewonnen. Polarnizare, nicht ganz so viele Punkte in der Ehrenhalle, aber dafür Punkte auch beim Level in der Hall of Night. Die haben einen Satz nach vorne gemacht und sind jetzt hier definitiv in die Top 15 reingekommen und werden sich vielleicht so halten, wenn es so weitergeht. Shadow Syndikat hält sich tapfer. Uskaka Hilvoponika, verhältnismäßig nur 10 Level. Da könnte es auch Spieleraustausche gegeben haben, aber es ist noch kein großer Abbruch wie bei den anderen kleineren Gilden. Requiem Aeternam sieht da eigentlich ein bisschen ähnlich aus. Die Nachtwache hat sich ein bisschen rangeschoben. Also sie haben auch mehr Ehrenhalle-Punkte gemacht und mehr Level. Das ist natürlich ein Anzeichen dafür, dass sie sich auch vielleicht langfristig abschieben. Also hier ist der Kampf ja der Einstieg in die Top 10 relativ knapp. Darüber kommt Dothraki. Dothraki waren in den letzten Wochen immer sehr positiv hervorgestanden. Hier haben sie vom Level her ordentlich performt. Hall of Night auch gut performt. In der Ehrenhalle, ja, haben sie ein paar Plätze verloren. Aber ansonsten sieht es noch gut aus. 296 Durchschnittslevel, das sind wahrscheinlich die nächsten, die jetzt über 300 kommen. Und da gibt es bisher nur 7, also Rang 8. Also Rang 8 ist so Dothraki für mich immer noch. Antaiko steht aber drüber, die hatten einen guten Prozess. Sind auch von 49 auf 50 hochgekommen. Das macht natürlich was aus bei der Ritterhalle. Und wir sehen auch hier bei den beiden oder 3 Gilden selbst. Also bis Rang 8 ist es sehr knapp hier. Ne? Aber die sollten sich vom Level her eigentlich schon so ein bisschen hochsetzen. Ja. Dann kommt Exiles. Die haben sich etabliert auf ihrem Platz. Rang 7. Ubikov auf der 6. Die Werte sind hier sehr ähnlich. Und dann Stammtisch und Nekropolis. Beide sehr gut auch in Hall of Night performt, haben auch gut im Level. Die halten sich auch da oben, greifen ein bisschen die Himmelskrieger an. Die halten sich aber gerade noch auf der 3. Und dann gibt es natürlich den Abstand in die Top 2 Gilden. Ja, also All That Matters und Freedom. Und wenn wir nochmal in den Server direkt reingucken, da ist natürlich auch interessant, gerade bei den mittleren Gilden. Also bei denen zum Beispiel bis auf Rang 8. Oder gehen wir mal Exiles. Exiles hat 271 bis 343. Antaiko hat 252 bis 332. Also die haben selbst in der Spitze schon nur einen, das ist auch übrigens nur ein Char, der über 330 ist, ne? Das sieht dann bei Exiles eben, die haben 2 über 340, mehrere über 330, also die sollten in den Fights nach wie vor stärker bleiben. Ja, also das ist auch eine Sache, die muss man mal mit einbeziehen. Jetzt hat man Antaiko, jetzt können wir nochmal gucken bei Dothraki.
die Spitze macht es natürlich nicht nur aus. Dothraki hat in der Spitze höhere Chars. Da fehlt es vielleicht dann in der Mitte dafür. Ne? Also hier sind sie auch bei 300. Wir können auch mal bei Antaiko reingucken. Also, ja, wobei hier in der Mitte ist auch Antaiko schon. Also Antaiko müsste eigentlich auch wieder bei hinter Dothraki liegen. Es hat sich wahrscheinlich nur noch nicht ergeben, dass sie sich gegenseitig angreifen. Und da braucht es auch noch ein bisschen Zeit, damit der Server das so umsetzen kann. Aber doch, also im Moment sollte da Dothraki ja, vorkommen. Bei Requiem können wir auch mal reingucken. Ja, da sieht es ähnlich aus. Also Dothraki sieht da doch nochmal stärker aus von diesen Gilden. Da müssen wir Antaiko, Dothraki vielleicht rausnehmen und der Rest kämpft um 8 und 7. Aber Polanisare ähnlich, ja. Vielleicht sogar tatsächlich auch ein bisschen schwächer. Ja, aber interessant. Also das Server, wie gesagt, in der Spitze, auch in der Mitte, gefällt er mir noch immer. Ich bin gespannt bei den, wir schalten noch mal rum, lilanen Gilden hier. Also, ob die wegfallen oder nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe ja nicht. Ich hoffe, die kriegen es irgendwie hin. Wahrscheinlich der nächste Vergleich wird dann erst in 2 Wochen kommen, damit auch genügend Spielraum ist, ein bisschen das auch zu sehen. Und ich bin gespannt, was wir dann finden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, Daumen nach oben da lässt. Ansonsten haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti. Achso, ja, hier.